Ich bin gerade in Hanoi und hier gibt es so viel mehr als nur Pho und Banh Mi. Heute werde ich dir nicht nur beliebte Klassiker zeigen, sondern auch wahre Geheimtipps, die mich selbst sogar überrascht haben. Sei gespannt, denn das Video wird knusprig, würzig, süß und vor allem richtig lecker. Wir sind jetzt bei einem Buncha-Laden angekommen und viele von euch werden wahrscheinlich Buncha auch kennen, weil es auch ein sehr beliebtes Gericht in Deutschland ist oder allgemein in der westlichen Kultur. Das ist einfach mariniertes Schweinefleisch, angebraten auf Holzkohlegrill. Meistens gibt es dann auch noch eine Art Fleischbällchen, die werden auch angebraten und gewürzt. In Vietnam ist es so, dass man die dann direkt in eine Nuc Mam Soße, also eine Fischsoße tunkt. Die Fischsoße ist meistens gewürzt mit Wasser, Zucker und oftmals sind dann noch Gemüse drin. Meistens ist Kohlrabi oder Karotten. Hier ist zum Beispiel nur Kohlrabi drin. Dazu gibt es immer eine Portion dünne Reisnudeln und verschiedene frische Kräuter. Die Soße an sich ist schon stark gewürzt, aber man kann gerne noch zum Beispiel Chili oder Knoblauch reintun. Ich mache jetzt nur Knoblauch rein. Dann kann man die Soße mischen. Dann nimmt man sich ein bisschen was von den Nudeln. So. Kann das in die Soße reintun. Und ich esse es dann gerne nochmal mit Kräutern. Also zum Beispiel nehme ich mir hier ein bisschen Eisbergsalat, tue die Nudeln ein bisschen rein und ein bisschen Fleisch dazu. Und dann esse ich das zusammen als Ganzes. Man muss aufpassen, weil die Fischsoße, die riecht schon stark. Und wenn die endlich im kommt, das ist nicht so vorteilhaft. Ja, sehr, sehr gut. Also falls ihr Buncha nicht kennt, müsst ihr das unbedingt in Vietnam probieren. In Vietnam schmeckt das Fleisch noch mal besser, finde ich sogar, weil in Deutschland ist mir aufgefallen, für das Fleisch auch nur auf Elektrogrills gemacht, weil die halt nicht die Möglichkeit haben, weil zu grillen. Aber in Vietnam wird es halt wirklich frisch gegrillt und schmeckt sehr, sehr gut. Also wirklich einer meiner Lieblingsgerichte in Vietnam. Ein absolutes Muss, wenn ihr hier seid. Normalerweise kosten so eine Portion um die 35 bis 45 durchschnittlich. Wir blenden euch aber nachher den Preis nochmal ein, den wir bezahlt haben, wie viel das am Ende wirklich gekostet hat. Persönlich hat gesehen, dass es hier 40 kostet. Also sehr, sehr lecker. Müsst ihr auf jeden Fall probieren. Ich esse es jetzt mal auf und dann sehen wir uns im nächsten Spot wieder. Wir befinden uns gerade im Restaurant Nha Bac Phương. Das ist ein Bun Bot Nam Bo Restaurant und Bun Bot Nam Bo ist ein kaltes Hauptgericht. Es ist ein Eisnudelgericht mit Rindfleisch und Salat und einer Fischsoße. Meistens ist noch ein bisschen Erdnuss und sowas dabei. Das isst man gerne im Sommer, weil es halt so frisch ist und nicht so heiß ist. Es ist halt keine Brühe, sondern wirklich eher wie so ein Nudelsalat, kann man sagen. Den haben wir auf Google gefunden. Er hatte relativ gute Bewertungen, irgendwie so 600. 6000 Bewertungen, also 6000 Bewertungen, was sehr krass in Vietnam ist. In Vietnam haben die meisten Restaurants vielleicht 10 Bewertungen oder 20 Bewertungen und da ist 6000 schon sehr, sehr krass. Wir wollten das unbedingt testen. Der Preis ist ein bisschen teurer als gewohnt, also 70.000 kostet eigentlich. Normalerweise zahlt man in Vietnam für eine Hauptsprache um die 40.000. Kann natürlich auch sein, dass der Preis teuer ist wegen der Lage, weil wir sind sehr, sehr zentral an einem etwas touristischeren Ort, aber ich bin gespannt. Unser Essen ist jetzt angekommen, wie ihr sehen könnt. Oben sind noch Röstzwiebeln, das habe ich vergessen zu sagen. Hier unten ist diese Nuc Mam, also diese Fischsoße. Dann haben wir hier Nudeln und das Fleisch, ein bisschen Kräuter und Salat. Ich probiere erstmal nur das Fleisch, um euch zu sagen, dass es weich ist und zart. Sehr, sehr gut gewürzt. Wir haben hier noch Pum Quat, ein bisschen süß als die Mitten, aber trotzdem ein bisschen sauer. Und die kann man dann einfach hier auf den Teller machen, also auspressen. Dann tue ich die Kerne einfach so absieben. Dann kann man auch zum Beispiel Chili reintun, und dann mischt man das einmal komplett durch. Und jetzt nehme ich mal einen Happen, wo alles drauf ist. Also ich habe bisher noch nie Bun Bot Nam Bo in Vietnam gegessen. Das ist tatsächlich mein erstes Mal. Ich habe es bisher nur in Berlin gegessen. Ich kann nicht sagen, wie der Standard in Vietnam ist, aber der Standard ist auf jeden Fall viel, viel besser als Deutschland. Das Fleisch ist sehr, sehr gut geröstet. Die Soße ist nicht zu salzig, auch nicht zu viel Soße. Ich finde, das Essen ist wirklich sehr, sehr lecker. Ich würde es, glaube ich, eine 8,5 geben, weil Bun Bot Nam Bo ist tatsächlich nicht mein Lieblingsgericht, aber ich weiß, dass sehr, sehr viele das mögen. Ich bin eher ein Buncha-Befürworter, aber es schmeckt wirklich sehr, sehr gesund und sehr, sehr lecker. Lass mal Südes probieren. Ich werde das jetzt auch mal probieren. Es ist sehr balanciert, würde ich sagen. Es ist nicht so salzig, nicht zu stark gewürzt. Also ist eigentlich schon sehr, sehr gut. Ich habe eigentlich nichts auszusetzen.
Wir haben uns gerade 4 Fleischspieße geholt. 2 mit Schweinefleisch und 2 mit Hähnchen. Klassischerweise ist es immer mit Schweinefleisch. Hähnchen habe ich tatsächlich noch nie gegessen. Schweinefleisch liegt da wirklich an fast jeder Ecke. Und das sind einfach nur gegrillte Fleischspieße, die aufgespießt wurden und dann kurz angebraten wurden. Die sind auch schon gewürzt und alles. Man kann aber noch mal ein bisschen Chili drauf tun. Diese Spieße haben jetzt 10.000 Dong gekostet, also pro Spieß, was eigentlich sehr günstig ist für so einen kleinen Snack nebenbei. Das ist ein sehr bekanntes Streetfood-Essen in Vietnam. Ich werde jetzt zuerst das Schweinefleisch probieren, weil ich das schon kenne und das ein bisschen vergleichen kann. Das Fleisch schmeckt sehr, sehr zart und ist auch gleichzeitig trotzdem bissfett noch. Röstaromen kommen sehr gut durch und Essen ist auch sehr warm. Also die braten hier das wirklich frisch an und kriegst es direkt. Und dadurch, dass es hier so voll ist, denke ich mal, dass das Essen auch sehr frisch sein wird, weil so viel wie die am Tag verkaufen, kommen die wahrscheinlich gar nicht hinterher mit dem Vorbereiten. Und ich finde das Fleisch auch sehr, sehr gut gewürzt. Es ist nicht zu fettig, es ist auch nicht zu salzig, wirklich perfekt, finde ich. Jetzt probiere ich mal das Hähnchen. Ich bin hier sehr gespannt, ob es vielleicht ein bisschen trocken ist, aber werden wir jetzt sehen. Also ich finde, das Hähnchen erinnert mich ein bisschen so an gegrillte Hühnerbrust. Schmeckt auch sehr gut und ist auch gut gewürzt. Ich persönlich bevorzuge aber trotzdem das Schweinefleisch mehr, weil das Schweinefleisch ein Ticken saftiger ist als das Hühnerfleisch. Dadurch, dass es Hühnerbrust ist, ist es ein bisschen trocken. Aber es ist auf jeden Fall mal was anderes und ich glaube, es ist definitiv gesünder als Schweinefleisch. Zumal viele ja auch kein Schweinefleisch essen, ist Hähnchen eine gute Alternative. Wir haben hier übrigens auch noch ein bisschen Gurken und eingelegtes Gemüse. Ist auch sehr gut, das zu neutralisieren. Übrigens haben die auch auf der Speisekarte noch andere Sachen, nicht nur Spieße, sondern auch Banh Mi mit Spießen zum Beispiel. Das ist auch sehr lecker. Hat man halt einfach so ein belegtes Brötchen mit viel Fleisch drin. Verschiedene Wurstarten gegrillt, aber ich persönlich mag die Wurst in Vietnam nicht so sehr. Ich finde Bratwurst in Deutschland und so schmeckt viel, viel besser. Die Fleischspieße sind auf jeden Fall ein Muss. Die schmecken wirklich sehr gut. Und falls ihr in Vietnam seid und auf der Straße schnell einen Snack braucht, auf jeden Fall Spieße probieren. So, wir sind jetzt bei unserem nächsten Spot und der heißt Kem Trứng Ba Khai. Und hier gibt es einmal so ein Brötchen mit Kem Trứng, also Eiercreme, von so, indem man einfach ein Stück Brot abmacht. Und dann kann man es entweder dippen oder mit dem Löffel hier drauf schmieren. Und dann isst man es einfach so. Das klingt zwar ein bisschen komisch, dass es aus Ei besteht, aber es schmeckt auch gar nicht nach Ei. Schmeckt eher so ein bisschen süß. Vielleicht ein bisschen vergleichbar mit Kondensmilch, aber nicht so klebrig, sondern eher fluffig und cremig. Aber schmeckt auch nicht zu süß. Also schmeckt echt gut. Das ist so als Snack ist es nicht schlecht. So ein kleines Dessert. Also so süß-salzig ist das, was halt sehr, sehr lecker ist. Das hat übrigens 35 K gekostet. Der Dip an sich kostet 30 K und ein Brötchen kostet nochmal 5 K. Und ich glaube sogar, so ein Glas könntest du 2 Brötchen dippen, weil das ist schon sehr, sehr viel drin. Ne? Ich esse jetzt erstmal das Brötchen auf und dann sehen wir uns am nächsten Spot wieder. Wir sind bei einem Bánh Xèo Laden. Der Laden wurde von sich auch so empfohlen und wir haben hier Bánh Xèo für 15 K Ei und also Fleisch aufgespielt für 10 K ein Stück. Hier gibt es immer jetzt hast du Gemüse, Gurken und Mango. Bánh Xèo ist eine Art Crepe mit Füllung, innen drin sind Sojasprossen und Garnelen. Man nimmt sich ein Stück Reispapier. Das Reispapier ist auch weich, man muss es nicht eintupfen irgendwie in Wasser oder so. Man kann sich das dann nach Belieben belegen. Ich nehme mir meistens ein bisschen Grünvoll, hier zum Beispiel Koriander, dann eine Mango. Ein bisschen Gurke und dann kann man sich das hier reinlegen. Oder man legt sich halt zum Beispiel ein Stück Fleisch rein. Ich lege mir jetzt nur Bánh Xèo rein. Bánh Xèo ist sehr, sehr knusprig. Und dann haben wir hier 2 Dips. Einmal eine Nuc Mam Soße und so eine Art Zitronensoße. Ich nehme mir mal die Nuc Mam Soße, also die Fischsoße. Sehr crunchy, sehr, sehr lecker. Ich nehme mal das Stück noch. Sehr sacht, ist sehr, sehr lecker. Und für den Preis kann man auf jeden Fall nicht falsch machen. Die Portion ist halt sehr klein. Man kann halt auch viel, viel mehr bestellen, weil ich meine, eins kostet ja auch nur 15 K. Wir wollten nur so einen kleinen Snack haben. Deshalb haben wir uns nicht so viel bestellt. War sehr, sehr gut. Also müsst ihr auch unbedingt in Vietnam probieren. Bánh Xèo ist ein sehr leckeres Gericht. Und durch die Wärme von dem Crepe wird das Papier auch schön weich. Das war ein kleiner Einblick in die Vielfalt der vietnamesischen Küche. Und falls du das Video bis hierhin geschaut hast, schreib mir doch gerne in die Kommentare, welches Gericht du unbedingt mal probieren würdest. Und falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich auch sehr über ein Like und ein Abo freuen, damit wir uns auch im nächsten Video wiedersehen. Ciao!